Ja, ich bin die Silvia Dolores Keller, bin 42 Jahre alt und ich hatte mich entschieden, eine Bauch- und Bruststraffung durchführen zu lassen. Viele Patientinnen kommen und haben nach Gewichtsschwankungen, die müssen nicht immer durch Nahrung und Diät und so weiter entstanden sein, sondern natürlich auch durch Kinder und so weiter, also einfach schwangerschaftsbedingt, durch Gewichtsschwankungen gleich mehrere Teile des Körpers verändert. Also das kennt ja jeder, der zunimmt. Man nimmt ja jetzt nicht am Bauch zu und nimmt am Bauch wieder ab, sondern es ist ja ein Ding, was den ganzen Körper betrifft. Und bei diesem sogenannten Mummy Makeover, das ist so dieser Begriff, das haben die Amerikaner maßgeblich geprägt, weil es eben die Mummy ist, die dann im Makeover wieder so werden wie vorher, sind die Dinge, die wir fokussieren, der Bauch natürlich. Das ist das zentrale Moment, also deswegen ist der Leidensdruck meist am größten. Dann gucken wir die Brust an, weil die Brust durchs Stillen, durch die Gewichtsschwankungen auch oft etwas hängt, zu groß ist etc. Die Oberarme und die Oberschenkel. Das heißt also, diese Körperbereiche sind die sich am stärksten verändern und diese Operation des Mummy Makeover beschreibt halt die Korrektur aller dieser Stellen. Ich habe halt extreme Probleme mit einer Fettschürze, die bekam ich schon in der ersten Schwangerschaft. Während mein Babybauch halt gewachsen ist, habe ich leider schon gemerkt, dass sich unten die Fettschürze gebildet hat. Ja, dann habe ich auch später dann mein zweites Kind bekommen, habe dann auch mal extrem abgenommen gehabt, bin dann wieder ja, leider in das Schema wieder gefallen als Frustfresser, so dass auch wieder genug Gewicht drauf kam. Ja, und 2017 kam dann bei mir noch hinzu, dass bei mir ein Borderline-Tumor am Eierstock festgestellt wurde. Dementsprechend musste ich ja, auch wieder operiert werden, großer Bauchschnitt. Ich hatte Glück im Unglück, brauchte halt keine Chemo, aber habe dann auch nochmal dadurch wieder 15 Kilo zugelegt. Ja, und das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich will das nicht mehr. Ich möchte mich aus meinem persönlichen Kreislauf rausholen, weil ich habe vieles probiert. Ich wollte abnehmen, habe Sport gemacht. Allein im Reha-Sport, wenn man gesagt bekam, legen Sie sich mal auf den Bauch jetzt, machen Sie das und das, war schon nicht möglich. Fahrradfahren war nicht möglich, weil immer diese Berührungen am Bauch schmerzhaft waren. Vor knapp 2 Jahren bin ich durch eine Freundin hier an die Praxisklinik Rosengarten gekommen, weil meine Freundin sich die Augenlider straffen lassen hat. Und das war das Erste, wo ich gesagt habe, das lasse ich auch mal. Weil das bei mir auch, ich habe halt ein schlechtes Bindegewebe und das war bei mir schon so extrem. Ja, und dann habe ich mich hier operieren lassen, super gelaufen, sehr zufrieden. Wir leben nur einmal, ich lebe nur einmal und habe so viel schon mitgemacht. Und für mich war es einfach eine unerträgliche Situation, mit diesem Bauch noch weiter zu leben. Es hat mich überall eingeschränkt, ob es im Sexualleben dann ist, ne? Allein wenn der Partner einen nur mal in den Arm nimmt. Vom Arbeiten her ist man eingeschränkt und ja, und dadurch habe ich dann gesagt, ich nehme das jetzt in Angriff. Ich hatte natürlich Angst, bei jeder OP hat man Angst, das ist ganz normal. Aber ich bin wach geworden und ja, hatte schon direkt irgendwie, ich war zwar noch total in der Spur, aber sofort ein Glücksgefühl. Habe auch direkt unter die Decke geguckt, denke ich, boah. Ja, Dr. Spanholz ist mit mir sehr zufrieden. Er sagt, ich will das schon ganz gut wegstecken, vielleicht aufgrund dessen, weil ich da nicht so zimperlich bin und vieles durch habe. Und ich muss sagen, es geht. Also jetzt seit Donnerstag, wo genau eine Woche her war, geht es bergauf. Also jetzt wird es jeden Tag wirklich besser. So, eine Freundin hat mich da unterstützt, die Zeit jetzt. Und die Kinder machen sehr viel und mein Mann natürlich. Ohne meinen Mann, die Unterstützung, wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Der hat zwar von Anfang an mal gesagt, ich habe dich so kennengelernt, bin die letzten Jahre mit dir gegangen, du musst dich für mich nicht ändern, aber wenn du das für dich machen willst, egal wie du dich entscheidest, ich stehe hinter dir und das macht er auch. Also das muss ich wirklich sagen. Ich freue mich drauf, ich bin sehr ungeduldig,
Also wenn ich überlege, eine Woche ist jetzt rum, jetzt muss ich noch 5 Wochen warten, bis dann wirklich die ganze Corsage abkommt und ich mich wieder frei bewegen kann und so. Und da freue ich mich tierisch drauf. Und dann werde ich auch das in Angriff nehmen, dass ich wieder mal sportlicher werde. Laufen, Fahrradfahren, also das sind so Sachen, und vor allen Dingen meinem Hobby nachgehe, das Reiten. Wir haben ein kleines Islandpferdegestüt und dadurch muss ich ein bisschen an Gewicht verlieren und möchte auch wieder auf Pferd und reiten und das wäre mir so gar nicht alles möglich gewesen. Also das sind so Sachen, ich hoffe einfach, dass ich merke es ja jetzt schon und ich denke mal, es strahlt das auch ein bisschen aus, die Freude, die einfach da ist. Ne? Ich würde es immer wieder tun. Ich bin zwar noch in der Phase, wo es schmerzhaft ist, aber ich würde es immer wieder tun. Ich freue mich einfach tierisch jetzt auf die Zukunft, auf die Sachen, die ich halt vorher nicht machen konnte. Ne? Es ist wirklich so. Also die letzten Jahre, die waren richtig, richtig hart für mich. Und mit diesen ganzen Erkrankungen, auch von der Psyche her. Und das ist für mich ein persönlicher, wirklich ein Kreislauf vom Frustfressen über, man will unbedingt was tun und man weiß aber, die Fettschürze geht nie weg, egal wie viel ich abnehme. Und ich fühle mich hier in der Praxisklinik am Rosengarten in Bergisch Gladbach super aufgehoben, freundlicher Kontakt, ein Spitzenarzt. Oft ist es schwierig, nicht zu lachen, gerade jetzt nach so einer OP, aber er ist sehr humorvoll, kommt mehr als Kumpeltyp rüber, mir persönlich sehr gut gefällt. Und wenn ich bis jetzt jemanden mit hatte, wie jetzt, heute ist meine Schwägerin mit als Fahrerin, die sagte auch eben, oh, der kommt aber sympathisch rüber und genau so ist es. Also ich kann diese Klinik nur empfehlen und weiß, wenn ich in Zukunft nochmal irgendwas haben sollte, was ich gerne operativ verändern möchte, wenn es dann notwendig wäre, dann auf jeden Fall wieder in dieser Klinik.